Hallo und willkommen zu einer Folge Kurz mal reingeschaut. Heute möchte ich euch ein praktisches kleines Tool für Autoren zeigen, das jedem hilft, der durch seinen Wust aus Dokumenten und Dateien nicht mehr durchblickt. Egal ob ihr für ein Buch schreibt, eine Story für ein Pen and Paper braucht oder einfach nur Worldbuilding betreiben wollt, Bibisco ist eine praktische Hilfe. Bevor ich mich auf die Suche nach einer Software zur Unterstützung gemacht habe, hatte ich alle meine Informationen in separaten Word-Dateien gesammelt. Ein grausiger Anblick und ich kann es wirklich keinem empfehlen, denn das Suchen von bestimmten Teilen des Projektes ist selbst mit Inhaltsverzeichnis und Suchfunktion einfach unpraktisch. Auf der doch recht ausgiebigen Suche bin ich auf einige Tools gestoßen. Neben YWriter, Drama Queen, das eher für Drehbücher geeignet ist, und Manuskript, welches vollkommen kostenlos mit all seinen Features daherkommt, gibt es noch eine Menge mehr. Mein erster Ansatz war aber, es muss meine zwingenden Voraussetzungen erfüllen und kostenlos oder zumindest billig genug sein. Meine Voraussetzungen waren ein guter Charaktereditor, eine Möglichkeit Orte zu beschreiben, Handlungszusammenfassungen und ein Sortieren meiner Kapitel und Erzählstränge. Sozusagen alles, was Word mir nicht bieten kann. Einige der Tools bieten auch sehr komplexe Möglichkeiten, bei den meisten Tools sind diese aber hinter einer Paywall oder kommen in einem sehr umständlichen und unschönen Design. Und ja, das mag etwas pinzig klingen, aber ich bevorzuge durchaus ein angenehmes Design, wenn ich tagtäglich damit arbeiten will. Im Falle von Drama Queen war mir der Preis zu hoch. Im Falle von Manuskript taugte mir die Umsetzung der Charaktererstellung nicht. Die Optionen darin waren einfach zu begrenzt. Und auch wenn ich theoretisch ein Programm selbst schreiben könnte, es gibt einen Grund, wieso es solche Tools da draußen gibt und wieso sie Geld kosten. Es steckt eine Menge Arbeit darin und das will ich auch gar nicht bezweifeln. Aber gerade für jemanden, der mit seinen Geschichten noch kein großartiges Geld verdient, kommt es einfach darauf an, das Beste dabei rauszuholen. Daher zeige ich euch heute mal, wie Bibisco mir in den meisten Fällen eine nützliche Hilfe ist. Bibisco ist per se kostenlos, jedoch sind in dieser Version einige Funktionen wie die Erstellung von Schauplätzen, Objekten, Beziehungen und Analyse deaktiviert. Für die Vollversion kann man ausgeben, was man immer will. Der Mindestpreis ist 19 €, was in Anbetracht anderer Tools wirklich ein Schnäppchen ist. Also, schauen wir mal rein ins Tool. Zunächst möchte ich euch zeigen, was wahrscheinlich jeder sehen will zuerst, die Einstellungen. Und ja, man kann zwischen einem klassischen, weißen Design und einem dunklen wechseln. Eins meiner Lieblingsfeature bei jedem Programm. Hier können wir auch die Sprache einstellen mit einer nicht zu verachtenden Auswahl. Der Projektordner definiert, wo all unsere Dateien gespeichert werden. Ich empfehle hier einen Cloud-Ordner zu verwenden, da man dann auch mit anderen Geräten weiter daran arbeiten kann. Bibisco speichert in seiner eigenen speziellen Archivdatei, kann aber auch jederzeit in andere Formate konvertieren. Wenn wir das alles nach unserem Belieben eingestellt haben, gehen wir zurück zur Startseite. Hier haben wir die Möglichkeit, ein schon existierendes Projekt zu laden, ein neues anzulegen, eine Fortsetzung zu schreiben oder ein Projekt zu importieren. Die Fortsetzungsfunktion hat den Vorteil, dass sie alle erstellten Charaktere, Objekte, Orte und Beziehungen aus dem angegebenen Vorgängerteil mit übernimmt. Spart einem also Zeit, man muss nicht alles zweimal erstellen. Nachdem ich ein Projekt gestartet habe oder weiter bearbeite, komme ich erstmal in eine Übersicht über meine angelegten Kapitel, Charaktere und dergleichen. Ich kann mir hier auch Ziele definieren, welche mich an eine Deadline erinnern. Für manche sind diese Übersichten wohl recht hilfreich, mir bringen sie recht wenig, außer mir vor Augen zu halten, dass ich noch viel zu tun habe. Weiter zum nächsten Tab, Aufbau. Hier kann ich die Grundlagen meines Romans oder allgemein meiner Geschichte festlegen. Hier kann ich auch in einem recht simpel aussehenden Editor meine Prämisse, Chronologie, Handlungsorte und Notizen festhalten. Allerdings hat der Editor einige sehr praktische Einstellungen und auch wenn er nicht so mächtig ist wie Word, bleiben doch genug Funktionen, um anständig schreiben zu können. Alle Texteditoren in diesem Programm sind genauso wie der hier aufgebaut und jeder Bereich kommt mit einem eigenen Status-Button, wo ich zwischen fertig, noch nicht fertig und dringend wählen kann, um festzuhalten, wo der Fokus liegen sollte. Die Funktion nutze ich tatsächlich sehr ausgiebig, da sie mir hilft herauszufinden, wo ich schon fertig bin und wo ich noch weitermachen muss. Auch Erzählstränge kann ich hier festhalten, auch wenn ich sie nicht wirklich verwende.
Wer es jedoch bevorzugt, seine Handlung zu separieren und Zusammenfassungen für die Handlung eines einzelnen Charakters zu haben, kann diese hier eintragen. Sie werden später sicherlich noch nützlich sein. Für Charaktere gibt es einen gesonderten Bereich. Während die Nebencharaktere nur simple Texteditoren haben, kommt der Editor der Hauptcharaktere mit einer Menge vordefinierter Fragen daher. Auch wenn das Ganze für manche extrem erscheint, für mich hat es den großen Unterschied zum Manuskript gemacht, welches mir weniger Optionen bietet. Diese Fragen helfen enorm dabei, einen Charakter in den kleinsten Details auszuformulieren, auch wenn ich mich anfangs gefragt habe, wieso ich die Füße meines Charakters beschreiben soll. Ich kann aber bei diesen Fragen auch jederzeit auf Freitext umschalten. Ausführliches Schreiben lohnt sich hier, denn wie der Erzählstrang vorhin haben auch Charaktere, Objekte und Schauplätze eine praktische Nebenfunktion. Übrigens kann ich zu meiner Person auch Bilder hinzufügen, wenn man sowas bevorzugt. Schauplätze und Objekte hingegen verhalten sich recht simpel und kommen mit einem Standard-Editor. Hier kann man zumindest bei den Schauplätzen etwas sortieren, um Verwirrung zu vermeiden. Hier kann man zum Beispiel spezifischere Teilbereiche eines Ortes definieren. Im Bereich Beziehungen werden wir erstmal vor eine leere Seite gestellt. Klarer wird, was passiert, wenn wir einen Doppelklick machen und unsere Charaktere, Schauplätze und Objekte hinzufügen. Hier können wir Assoziationen zwischen unseren Elementen herstellen. Wer es braucht, gut. Mich persönlich verwirrt sowas immer. Trotzdem ist es sicherlich eine praktische Funktion. Irgendwer benutzt sie bestimmt. Relevanter wird es nun im Bereich der Kapitel. Hier kann ich logischerweise meine Kapitel anlegen, ihnen Zweck und Notizen und Szenen hinzufügen. Den Zweckbereich nutze ich meist für eine Zusammenfassung des Kapitels, jeder wie er mag. Bei den Notizen hätte ich mir hier aber mehr gewünscht als einen simplen Editor. Da verschlampe ich doch wieder gleich alles wie bei Word. Am besten wäre hier vielleicht sowas gewesen wie vorher bei den Charakteren, wo ich mir einzelne Notizzettel zusammenbauen kann. Im Bereich der Szenen geht dann unsere eigentliche Handlung los. Hier geht es endlich ans Schreiben. Außerdem zahlt sich hier auch das vorherige Anlegen und ausführliche Beschreiben der Charaktere und Objekte aus, denn wir können durch den Projekt-Explorer ganz einfach nach etwas suchen, das wir brauchen und kriegen alle Informationen dazu. Das ist, was die Tools eigentlich können sollten. Während viele genau dieses Feature vernachlässigen, ist die Umsetzung hier bei Bebisco durchaus gelungen. Das ist tatsächlich auch das wichtigste Feature für mich selber, da ich jemand bin, der unheimlich schnell seine eigenen Notizen und Charaktersteckbriefe verschlammt und dann Stunden damit zubringt, die wieder zu suchen. Zu jeder Szene kann man außerdem noch Stichwörter hinzufügen. Diese helfen später auch bei etwaigen Analysen. Arbeit, die man reinstecken kann, aber nicht unbedingt muss. Als nächstes im Programm gibt es die Suche. Hier können wir einfache Begriffe eingeben und das Programm durchsuchen. Alle Kapitel und Szenen werden hier mit Anzahl und Vorkommen aufgelistet. Die akute Anwendung kann ich mir zwar nicht so ganz vorstellen, aber sicherlich braucht es irgendwer schon. Nun zu einer der Auswirkungen der Stichwörter. Im nächsten Tab finden wir die Zeitskala. Hier werden abhängig von der in den Stichwörtern angegebenen Zeit alle Szenen in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie passieren. Ein Verschieben ist hier nicht möglich, was schade ist und ich mir definitiv wünschen würde. Dafür müssen wir wieder zurück zu unseren Kapiteln, die wir verschieben können, ebenso wie die Szenen darin. Ach ja, und Gott sei Dank tut es auch nicht weh, wenn eine Szene im falschen Kapitel landet. Auch diese kann man in andere Kapitel verlegen. Im vorletzten Tab haben wir eine Analyse. Für Schreiber, die gerne wissen wollen, wie oft welcher Charakter vorkommt, was der Durchschnitt eurer Kapitel ist und so weiter und so fort. Hier werdet ihr fündig. Abgesehen von der Länge für Kapitel verwende ich persönlich hier jedoch nichts, da ich meist eher mit einem abwechselnden Schema für Kapitel plane. Doch um Längen abzuschneiden und kurze Kapitel aufzufüllen, damit sie einigermaßen gleichmäßig von der Länge her sind, ist es recht hilfreich. Am Schluss wollen wir das Ganze jetzt dann aber noch exportieren. Soll ja noch jemand lesen können. Hier haben wir die Wahl zwischen PDF, DocX, also Word-Dateien, TXT, gut, ich weiß nicht, wieso jemand in TXT exportieren sollte, aber in einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul, und EPUB, was für E-Reader verwendet wird.
Ich habe euch hier das Ganze auch mal rausgelassen im Falle von einer Word- und der TXT-Datei, werden die einzelnen Szenen und Kapitel in der im Tool angegebenen Reihenfolge zusammengepackt und da einfach reingeschmissen. Es entspricht der reinen Geschichte. Man könnte nun also in Word noch formatieren, bis man eine ausgereifte Version hat. Die Formatierung, die im Programm angegeben wird, wird hier direkt übernommen. Was ihr im Tool seht, kommt also genauso ins Dokument. Beim PDF verhält sich das anders. Hier wird alles ausgeleitet, von der Prämisse über den Handlungsort und Charaktere bis zu den Zusammenfassungen der Kapitel und der Notizen. Was nicht ausgeleitet wird, ist die eigentliche Geschichte. Simpel gesagt, es leitet das Konzept aus, nicht die Story. Dafür kann man beim EPUB immerhin diverse Details mit angeben. Neben Verlag und Copyright können hier Webseite, ISBN und Cover angegeben werden. Eigentlich ganz nett. Das waren dann auch schon alle Funktionen von Bevisco. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in das Tool bieten. Ich persönlich arbeite sehr gerne damit und habe es als für mich bisher beste Variante erkoren. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es hilfreich war, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Like da lasst. Und wenn ihr mehr von solchen Einblicken in das Autorenleben sehen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren.